Heute zeige ich dir mein ultimatives, super leckeres Zimtschneckenrezept. Im ersten Schritt kommen die ganzen flüssigen Zutaten in die Maschine. Ich habe hier vergessen, das Ei mit hinzuzufügen. Bei mir kommt es am Ende, aber das Ei kommt auch zu den flüssigen Zutaten, plus natürlich der Zucker und die Hefe. Und das wird dann so lange in der Maschine gerührt, bis sich halt alles gut aufgelöst hat. Anschließend kommt dann das Mehl hinzu. Dann der Salz und ganz am Ende kommt die Butter hinzu. So, an dem Teig gibt es eine Besonderheit. Er ist nämlich sehr, sehr klebrig. Aber da gibt es diesen gewissen Trick, dass, also entweder man lässt den Teig sehr lange kneten in der Maschine. Also ich rede hier von 15 bis 20 Minuten. Oder man knetet ihn kurz und dehnt und faltet den Teig dann. Ich habe dafür noch ein extra Video, das verlinke ich euch oben rechts. Aber falls ihr das jetzt auf die Art, wie ich das jetzt gerade mache, dann lässt ihr ihn einfach ein bisschen länger in der Maschine, knetet den gut durch und man merkt es am Ende, das seht ihr jetzt gleich, der Teig wird also bekommt eine Konsistenz wie Kaugummi. Und dann klebt der auch so gut wie gar nicht mehr. Das sieht man auch jetzt gleich. Und die Mengenangaben schreibe ich euch wie immer unten in die Beschreibung. Und so schaut das Ganze aus. Dann befeuchtet ihr eure Hände und dehnt und faltet den Teig kurz. Also so ein paar Mal, wie ich das jetzt gerade mache. So, das Ganze bleibt dann jetzt gleich abgedeckt in der Schüssel für mindestens eine Stunde. In der Zwischenzeit können wir dann natürlich die Zimt-Zuckermischung machen. Dafür brauchen wir Butter, Zucker und ein ganz wichtiger Tipp, also ihr dürft gar nicht sparen an Zimt. Da könnt ihr ruhig jede Menge reinmachen. Also ich habe hier 3 Esslöffel, weil das bringt wirklich diesen unglaublichen zimtigen Geschmack. So, dann noch ein Päckchen Vanillezucker. Das Ganze wird dann einmal mit der Hand schön durchgeknetet. Man könnte es auch mit einem Löffel machen. Das wäre dann so ein bisschen mühsam. Also mit der Hand geht es wirklich am schnellsten und am einfachsten. Zimmerwarm sollte die Butter noch sein, ganz wichtig. So schaut das Ganze dann aus. Wenn dann die Stunde rum ist, wo der Teig geruht hat und sich das Volumen verdoppelt hat, kommt das Ganze dann auf die Arbeitsfläche. Wichtig ist gut bemehlen, nicht zu viel und nicht zu wenig. Da ist ein bisschen mehr besser. Das Ganze wird dann gut ausgerollt, wie ich das jetzt gerade mache. Immer wieder ein bisschen Mehl drauf. Dann lässt sich das Ganze auch viel, viel einfacher ausrollen. Das ist ganz wichtig.
Es dauert auch eine kleine Weile, weil sich der Teig immer zurückbildet, also zieht sich jedes Mal zurück. Da muss man dagegen halten und immer wieder ausrollen, ausrollen, ausrollen. Je nachdem, wie groß und wie dick ihr eure Zimtschnecken haben wollt, dementsprechend rollt ihr das aus. Versucht so ein bisschen gleich zu halten von allen Seiten. Dann ist es auch einfacher, gleich die Zimtschnecken dann zu schneiden. Es muss jetzt nicht perfekt sein. Dann am Ende, wenn es fertig ist mit dem Ausrollen, dann das Mehl ein bisschen mit der Hand gleich wegmachen. Genau, das ist auch wichtig. Dann kommt die Zimt-Zucker-Mischung auf den Teig. Da müsst ihr vorsichtig sein. Meine Zimt-Zucker-Mischung ist ein bisschen fester. Das wird dann langsam drauf gemacht, ansonsten reißt der Teig. Könnt ihr eine gute Portion drauf schmieren. Umso mehr, umso besser. Umso besser schmecken die Zimtschnecken übrigens. So, jetzt wird das Ganze eingerollt und noch ein kleiner Tipp beim Einrollen. Achtet darauf, dass es straff bleibt, nicht zu locker. Ansonsten fallen sie euch dann später so ein bisschen auseinander. Immer wieder schön langsam nach vorne arbeiten. Umso straffer, umso besser. Da habe ich noch die Seiten ein bisschen gerade gemacht, damit das Ganze noch gerade, ein wenig gerade wird. So, wenn das Ganze dann eingerollt ist, dann könnt ihr euch das noch ein bisschen zurecht drücken, indem ihr diese Bewegung, wie ich das jetzt gerade mache, dass dann alles schön fast identisch gleich ist. So, dann braucht ihr eine Form, wo das Ganze reinkommt. Also ihr könnt auch eine ganz normale 26er Springform benutzen. Also ich habe hier meine Gusseisenpfanne, da mache ich es am liebsten drin. Aber wie gesagt, das ist vollkommen egal. Ihr könnt auch eine Auflaufform nehmen, je nachdem, was ihr zu Hause habt. So, dann wird das Ganze portioniert. Da spielt es eigentlich auch keine Rolle. Also die Backzeit, das macht keinen großen Unterschied. Ich habe sie jetzt in der Größe gemacht. Man könnte sie auch theoretisch gesehen ein bisschen größer machen. Das würde nicht viel ausmachen, aber ich finde, die Größe, die ist halt echt ideal, weil die Zimtschnecken gehen ja nochmal im Backofen auf. Und so schaut das Ganze aus. Das Ganze wandert dann in die Auflaufform, in die Backform. Wenn der Schritt jetzt erledigt ist, kommen dann die Zimtschnecken für eine Stunde an einen warmen Ort, wo sie sich dann auf das doppelte Volumen verdoppeln können. Wenn das Ganze dann fertig ist, also abgedeckt, also da müsst ihr auf jeden Fall am besten eine Plastikhaube oder halt ein normales Küchentuch auf die Zimtschnecken drauf tun für circa eine Stunde. Wenn das dann fertig ist, also die Stunde,
dann kommen die Zimtschnecken bei 190 Grad Umluft in den Backofen für circa 20 bis 30 Minuten, je nachdem. Also 25 würden auch vollkommen reichen, aber ich mag sie, wenn sie so eine richtig schöne dunkle Farbe haben. Das entscheidet ihr dann. So schaut das Ganze aus, wenn sie sich dann verdoppelt haben. Ab in den Backofen. Da ein kleiner Blick. Sie sind noch nicht ganz fertig. Ein bisschen braucht es noch, aber es duftet schon herrlich. So, jetzt mein Geheimtipp. Wenn die Zimtschnecken fertig sind, am Ende, macht ihr ein Sirup eurer Wahl oben drauf. Ihr könnt auch Honig benutzen, je nachdem. Auch Marmelade geht auch, was natürlich dazu passt. Das bringt einmal, also dass die Zimtschnecken noch viel, viel saftiger und unglaublich lecker schmecken. Wirklich sehr, sehr saftig. Ich habe hier mein Apfelhonig, also Apfelzimthonig, benutzt, den ich selber gemacht habe. Ich verlinke dir oben rechts das Video, falls du Interesse hast. So, jetzt nochmal ein Blick, wie das Innere der Zimtschnecke ausschaut. Probiert's aus, es ist wirklich wert. Also es lohnt sich definitiv. Sie sind wirklich unglaublich gut. Und das sage ich nicht so, es ist so. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.